Willkommen bei meiner neuen Serie, bei der ich 10 Diäten in 100 Tagen machen werde, um zu schauen, wie sie sich gemeinsam auf meinen Körper entwickeln. Bedenkt bitte deshalb, dass man diese Diäten nicht einzeln betrachten kann und es durchaus passieren kann, dass ich am Ende einer Diät mehr wiege als am Anfang. Und nun viel Spaß bei diesem Video. Hey Leute, die nächste Diät auf meinem Plan ist die Low-Fat-Diät. Die Regeln hierzu? Mal wieder super einfach. Alle Lebensmittel, die ich essen darf, dürfen insgesamt nur 30% Gesamtfett haben. Ich kann mir das ausrechnen, indem ich schaue, wie viel Gramm Fett das Lebensmittel hat, das Ganze dann mal 30 nehme und dann schaue, ob das Gesamtergebnis geringer oder höher ist als die Gesamtkalorien des Lebensmittels. Sind sie geringer, dann darf ich das essen, sind sie höher, dann darf ich das nicht essen. Ich habe mir außerdem eine Grenze gesetzt, die bei 50 Gramm Fett am Tag liegt. Außerdem darf man bei dieser Diät nur dann essen, wenn man wirklich Hunger hat und dann auch nur so lange, bis man satt ist. Während der Diät werde ich zuschauen, dass ich wieder meine 10.000 Schritte am Tag schaffe. Außerdem werde ich mindestens 3-mal die Woche joggen gehen, für 30 Minuten jeweils. Und 3-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Soweit zu den Regeln. Ich bin Kasüla, das ist meine Spaghetti. Legen wir los. So sieht mein erstes Frühstück bei der Low-Fat-Diät aus. Das ist Toastbrot mit ein bisschen Frischkäse und Koch-Hinterschinken. Das Toastbrot hat nur 3,7 Gramm Fett auf 100 Gramm, Frischkäse hat 4 Gramm Fett auf 100 Gramm und Koch-Hinterschinken hat 2 Gramm Fett auf 100 Gramm. Mein Mittagessen: Spaghetti mit Arrabbiata Soße. Diese Soße habe ich noch nie zuvor gegessen. Und das Ganze hat 3,9 Gramm Fett für eine Portion. Hier sind circa 3 Portionen drin. Das heißt, ich habe hier im gesamten Teller ungefähr 11 Gramm Fett. Soße schmeckt gut, ist leicht scharf und das gefällt mir. Mittlerweile sind die ersten 3 Tage der Low-Fat-Diät rum. Ich bin soweit begeistert. Es gibt sehr viele Sachen, die wenig Fett haben, deswegen ist meine Auswahl sehr groß und ich muss mich eigentlich überhaupt nicht einschränken. Ich versuche mich dran zu halten, dass ich immer nur dann esse, wenn ich wirklich Hunger habe und mich auch nicht überesse. Das funktioniert soweit ganz gut, wobei meine Zeiten da doch schon ungefähr immer gleich sind. Nach dem Aufstehen frühstücke ich ein bisschen Brot mit ein bisschen Frischkäse und ein bisschen Schinken. Und dann gegen 14 Uhr bekomme ich wieder Hunger und dann mache ich mir irgendwas, zum Beispiel Spaghetti mit irgendeiner Soße oder Reis mit irgendeiner Soße, irgendeine vollwertige Mahlzeit. Und dann bekomme ich gegen 18 Uhr wieder Hunger und dann esse ich noch was Kleines, wobei ich gestern auch eine größere Portion Spaghetti gegessen habe wieder. Aber in der Regel ist es etwas Kleines wie ein bisschen Toast oder Brot mit Frischkäse oder hier so ein Cracker mit Frischkäse. Also bis jetzt bin ich noch zufrieden mit dieser Diät, wobei ich das an der Waage noch nicht so gut erkenne. Ich war jetzt im Laden und habe gesehen, dass dieser Sweet Chili Chicken Wrap nur 3,3 Gramm Fett hat. Wenn man das jetzt mal 30 nimmt, dann macht es 99. Und 99 ist halt weniger als diese 186 Kilokalorien, die hier drin sind. Das heißt, ich darf das Ding jetzt essen. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe jetzt hier Plov und Kohlrabi zum Mittagessen. Plov ist ein Gericht, das aus Reis und Fleisch besteht und da ist ein bisschen Paprika oder Karotte drin. In meinem Fall ist da jetzt nur Paprika drin. Und ich habe Schweinefleisch, was 4 Gramm Fett auf 100 Gramm insgesamt hat. Ihr seht schon, ich muss mich bei dieser Diät nicht so sehr einschränken. Ich kann immer noch vieles essen und die Menge ist auch ausreichend und ja, die Diät macht an sich schon Spaß. Kommen wir nun zum Fazit der Low-Fat-Diät. Positiv ist, dass diese Diät super einfach ist. Man hat nur wenige Einschränkungen im Alltag, was Essen angeht und man darf fast alles essen, was man sonst auch isst. Und sobald man im Verlauf des Tages Hunger bekommt, dann darf man auch essen, bis man satt ist. In meinem Fall habe ich trotzdem bestimmte Essenszeiten eingehalten. Das war immer morgens um 10 Uhr, mittags gegen 14 Uhr und abends gegen 17 Uhr. Und auch zwischen den Mahlzeiten und auch abends hin und wieder gab es bei mir Snacks, meistens in Form von Knäckebrot. Mir ist eine wichtige Sache leider erst gegen Ende der Diät klar geworden, nämlich dass man nicht pro Lebensmittel auf den Fettgehalt achten sollte, dass er die 30% nicht übersteigt, sondern das gesamte Essen, was man dann isst, darf die 30% nicht übersteigen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Spaghetti hat, die nur irgendwie 5% Fett haben und sich dann irgendeine Soße oder Käse drauf machen würde, das 35% oder 40% Fett hat, dann würde das auch in Ordnung gehen. Aber ich habe mich trotzdem die ganze Diät über an meine Regel gehalten, dass das Lebensmittel an sich die 30% nicht übersteigen darf. Negativ an dieser Diät ist mir aufgefallen, dass die Menge, die man isst, auch größer werden kann, weil man sich ja satt essen darf und
Bei manchen dauert es ein bisschen länger, so wie bei mir. Ein weiterer negativer Aspekt ist der Zeitaufwand, den man zum Beispiel beim Einkaufen braucht, weil man ja erstmal ausrechnen muss, ob man das Lebensmittel überhaupt essen darf oder nicht. Und wenn jemand das nicht so schnell im Kopf rechnen kann, dann muss er zum Taschenrechner zücken, beziehungsweise der Rechner-App auf dem Handy, und das kann schon eine Weile dauern. Außerdem habe ich nicht so viel Gewicht in den 10 Tagen verloren, aber diese Diät ist sowieso darauf ausgelegt, dass man sie mehrere Monate macht. Und dabei soll das Gewicht kontinuierlich, aber langsam sinken. Und das ist mir auch aufgefallen. Zu den Kosten kann ich nicht viel sagen, weil man ja doch ziemlich viel essen darf bei dieser Diät, und da darf ja jeder selber entscheiden, was er sich dann da kauft. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, ich bin Kasüler, das war meine Spaghetti, haut rein!